Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE Kanal. Ich bekomme ja immer so viele Fragen, Anfragen, entweder in den Kommentaren oder E-Mail. Ihr wisst ja, ihr könnt mich ja auch auf E-Mail erreichen, auf Insta erreichen, auf TikTok erreichen und natürlich auf Facebook, immer mit Mehmet OE. Könnt ihr mir dann Fragen stellen. Und es werden so viele Fragen gestellt. Wie kann ich den Linienweg lernen? Ich habe Schwierigkeiten, die Linienwege mir einzuprägen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kurzes Video, wie man das eben halt lernen kann oder beziehungsweise einfacher gestalten kann, um sich die Linien zu merken. Wenn ihr auch so Schwächen habt oder mal euch interessiert, was man da so machen kann, um die Linien in der Birne zu behalten, dann schaut einfach dieses Video nach dem Intro euch an. So, bis gleich. Also Leute, das mit dem Lernen ist eigentlich einfach, wenn einer so wie ich zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis hat oder so. Ich kann mir einfach Sachen merken, auch wenn ich 2 Jahre später mal wieder an diesem Ort bin, dann weiß ich ganz genau, hier warst du schon mal oder hier war es, wo du rechts geben musst. Aber wie geht das? Und wie können das welche, die eben halt nicht so ein fotografisches Gedächtnis haben? Ganz einfach, ihr könnt das trainieren, Leute. Es gibt so viele Apps, ihr könnt Puzzle spielen, ihr könnt Memory-Karten spielen, zum Beispiel aufmachen, zumachen und dann rausfinden, wo war denn die nächste, Gedächtnis eben halt, oh, da war doch was. Dieses Gesehene, dieses Moment eben halt festhalten, wo war der jetzt? Also mit Memory-Karten kennt doch bestimmt jeder, einfach mal mit Kollegen oder mit Kindern oder wie auch immer, damit mal spielen und so weiß man dann immer, oh, da war doch was, ne? Ein Fall von vielen, die man sich so aneignen kann. Ich möchte jetzt aber, ich baue mir gleich hier ein paar Kameras auf, wie ich das so mache beim Fahren. Es geht ja bei uns hauptsächlich um Linien, ein Netz. Ja, man muss sich das vorstellen wie ein Netzplan. Ich zeige mal was dazu, wartet. So, das kennt doch bestimmt jeder, das kriegt ihr immer vom Betrieb mit. Fahrplanbuch, Bergkamen, spielend leicht ankommen. Das ist nicht nur für die Fahrgäste gedacht, auch wir als Busfahrer können uns da drin schlau machen. Und zwar, ich habe mir jetzt mal einfach mal Regiolinie 12 mal angeschaut. Wie ihr sehen könnt, sind hier die ganzen Linien, so eine Kette, ja, die ganzen Haltestellen, nicht die Linien, die ganzen Haltestellen hier so aufgezeichnet. Und ich sage ja immer wieder in den ganzen Videos, die ich immer ja, ihr könnt ja oben auch nochmal gucken, die ganzen Linien hier von der VKO bin ich ja schon abgefahren, damit eben halt auch bei uns im Betrieb Neulinge, die eben halt die Linien noch nicht kennen oder die Urlaub gehabt haben und die kommen und schauen sich das dann nochmal an, weil sie das eben halt vergessen haben, aufgezeichnet. Und auf der Seite haben wir auch wie so eine Karte eben halt, hier stehen auch die ganzen Haltestellen, welche Linien, zum Beispiel grüne Linie, da kann man hier gucken, Linie, ganztägige Bedienung, Linie mit Taxibus, Stecklinien, Taxilinien. Wie gesagt, das könnt ihr auch gebrauchen und dann diese Haltestellen hier rausfinden und euch das so schon mal merken. Das wäre jetzt zum Beispiel in der Theorie. Und in der Praxis noch einfacher. Wie gesagt, ich baue mal hier die Kameras hier auf. Ist auch ein neues Projekt von mir. Kann ich direkt hier mit verbinden. Und dann fahren wir eine Runde gemeinsam. Und dann zeige ich euch, wie ich mir das immer gemerkt habe. Bleibt dran. So Leute, wir fahren mal eine Runde. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das immer mache. Mit den Linien lernen. In der Playlist unter VKO-Linien oder Schullinien von der VKO könnt ihr sehen, welche Linien ich alle schon gefahren bin und die ich jederzeit ohne nachzudenken wiederfinden würde.
Wir fahren heute mit einem MAN, bisschen älteres Schätzchen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich 3 Kameras mal hier aufgebaut, um euch eben halt so ein paar Stichpunkte zu nennen, wie das klappt mit der Lernerei. Wir fahren hier vom Bergkamm los, nehmen wir einfach mal zum Bahnhof und dann fahren wir mal eine Linie, wo ich euch dann so ein bisschen zeigen kann, worauf ihr achten müsst. In der Zeit kann ich euch aber natürlich auch Sachen zeigen oder beziehungsweise erklären. Soll ja keine Weltreise jetzt werden. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt am Bahnhof angekommen und müsst fahren. So, bevor ich überhaupt so eine Linie anfange, würde ich erstmal den Drucker richtig alles einstellen, die Linien einzeln mal durchgehen und die ganzen Haltestellen, ob ich die Haltestellen überhaupt kenne. Ja, wenn ihr sowieso die ein, zwei Haltestellen, wenn ihr die nicht kennt, die schon direkt da erscheinen, dann wird es schon problematisch. Das heißt dann für euch, ihr kennt diese Linie nicht komplett. Dann einen Kollegen fragen. Dann am besten einen Kollegen fragen, der die Linie kennt, die Haltestelle, wo gehört diese Haltestelle hin. So müsst ihr euch das vorstellen. So Leute, wir sind jetzt hier am Bahnhof Bergkamm. Ich möchte mit euch mal die Linie C1, C11 heißt das ja, nicht C1, C11, mit euch mal simulieren. Vorne ist auch schon die C11 im Original. Wir sind nicht auf Linie, keine Angst, ich überhole den jetzt, sonst ist der uns im Weg oder ich ihm gleich. Was ich euch damit sagen will, bevor ihr überhaupt hier zu der Haltestelle zum Abfahren kommt oder hier Pause habt, hier schon mal die Linien eingeben, einzeln die ersten einzelnen Haltestellen vorspulen, also kann man ja immer separat drücken und dann mal gucken, ob von diesen Haltestellen 1 oder 2 euch nicht bekannt vorkommen. Wenn die euch nicht bekannt vorkommen, dann ist für euch schon Alarm, oh, die Linie kenne ich nicht komplett. Und dann entweder Leitstelle anrufen oder einen Kollegen anrufen, ja, damit euch geholfen wird. So, und wenn alle Haltestellen da sind, die ihr kennt, dann braucht ihr ja nur losfahren. So, und im Vorfeld habt ihr ja schon mal mit einem Einweiser diese Linie gefahren. Ja? Und der hat euch dann natürlich, wenn er ein guter Einweiser war, euch genau erzählt, hier pass auf, hier musst du da und da achten, hier musst du das und das machen. Und wenn er einfach nur ein Leck mich im Arschgefühl hat und auch lassen wir mal fahren, ja, hier rechts, hier links und. Ja. Zum Beispiel kommen wir jetzt an die erste Haltestelle. Was könnt ihr euch jetzt hier merken? Da habe ich ein Schild gesehen, Hermes. Hier habe ich einen grünen Vordach gesehen. Dann habe ich da eine Volksbank gesehen. Ja, und dann gucke ich da oben da drauf, tatsächlich steht da C11 am Stadtmarkt. So heißt die Haltestelle. Das heißt, Volksbank, wenn man Volksbank hat, hat man auch schon die erste Haltestelle Stadtpark. Merkmale setzen. Ja, setzt euch Merkmale. Gleich kommt die nächste Haltestelle. Mal gucken, was wir uns da für Merkmale setzen können. Und glaubt mir, wenn ihr euch Merkmale gesetzt habt und ihr kommt nach 2, 3 Monaten, es sei denn, aus der Volksbank ist jetzt Sparkasse geworden, was unwahrscheinlich ist. Und deswegen habt ihr ja 3 verschiedene Punkte euch im Kopf als Merkmal angesetzt. Ne? Jetzt kommen wir zur nächsten Haltestelle. Am Nordberg heißt das, was haben wir hier? DHL. Guck mal, ganz groß. DHL. Ne? Und ein Zebrastreifen. Und dazu noch ein Dönerladen hier auf der rechten Seite. Und das ist die Haltestelle Ebertstraße hier. Ne? Also
Also habt ihr auch wieder 3 Merkmale. So, dann geht es weiter zu den nächsten Haltestellen. Und wenn ihr das Buch, was ich euch auch ganz am Anfang, diese eine Kette euch gezeigt habe, den auch noch hier irgendwo hinlegt, ne? Dann wisst ihr genau anhand dieser Kette, welche Haltestelle als nächstes kommt. Kennt ihr die, kennt ihr nicht, dann müsst ihr euch schon sagen, ah, da war doch das Hallenbad. Apropos Hallenbad, hier haben wir jetzt zum Beispiel Stadion. Ja, was kann man sich hier merken? Schaut mal, ein rotes Haus. Ja, ein rotes Haus, links Hallenbad. Ganz einfache Geschichte. So kann man sich das merken. Guck mal, wie viele Sachen, man kann sich an jeder Haltestelle ein Merkmal setzen. Ich mache das allerdings so, ich mache das jetzt nicht an, wenn jetzt eine Straße geradeaus, sag ich mal, 4 Kilometer geradeaus ist und auf diesen Haltestellen sind 7, 8 Haltestellen. Ist alles ja nur gerade. Da wird auch tatsächlich dann nur diese Haltestelle als nächstes kommen. Wir sind jetzt hier im Kreisverkehr durchgefahren. Wenn jetzt als nächstes zum Beispiel die Haltestelle, jetzt weiß ich die Haltestelle selber nicht, am Wohnheim erscheint, dann wisst ihr sofort, weil es ist ja ein Kreisverkehr, es geht ja nicht mehr geradeaus. Dann muss euch ein Dings, da kommt am Kreisverkehr, alten Wohnheim, links rein. Ja, so könnt ihr euch das merken. Mal gucken, gleich kommt die Haltestelle. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel, wenn man weiß, wie es geht. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel gemacht. So, Wohndorf heißt das sogar, nicht Wohnheim, Wohndorf. So, es geht jetzt aber weiter geradeaus. Nach dem Drucker hier, wenn ihr geguckt habt, erscheint da auf einmal grüne Insel. Oh ja, oh Mann, was machen wir jetzt? Grüne Insel. War das jetzt noch geradeaus oder war das rechts oder links oder an der Kreuzung? Ne? Deswegen solltet ihr ja von Anfang an immer die Linien erstmal gucken, Haltestellen, kenne ich die, weil je mehr Haltestellen ihr kennt, desto mehr Linien könnt ihr fahren. So, ich weiß jetzt zum Beispiel, grüne Insel ist vorne rechts. Vor dem Globus, wenn ich Globus sehe, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, die Kamera müsste das jetzt eigentlich aufzeichnen, Globus ist da vorne, hier vorne rechts. Oder Aldi, guck mal, da ist auch Aldi. Wenn ihr Aldi seht, rechts. Einfach mal merken und schon habt ihr die grüne Insel vor euch. Ja, ganz einfache Kiste, Leute rein, raus, so, weiter. So, wir kommen wieder zurück zu Felingreisen auf dem Betriebshof in Bergkamen. So Leute, es geht weiter, wir sind noch nicht Ende. Ich habe euch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wo ich früher in Koblenz gefahren bin, da haben wir auch einen Busfahrer gehabt, Christian X-Bums. Muss ja keiner jetzt wissen, wer das ist, auf jeden Fall irgendein Christian. Und der ist einmal mit einem Kollegen mitgefahren. Zum Glück, ich habe den selber noch nicht gehabt. Ich hätte den vielleicht noch ein paar Tipps geben können, dass er gerettet wird. Aber naja, auf jeden Fall, ein Kollege ist mit ihm gefahren, 2, 3, 4 Mal schon und immer an so einen komischen Kreuzungen, wo es rechts, links und so geht, hat man ihm gesagt, Christian, denk dran, du musst hier geradeaus. Ja, ja, klar, kein Wunder, kein Problem, kein Problem. Nächsten Tag oder ein paar Stunden später, keine Ahnung, genau an dieser Kreuzung, der Einweiser, der sitzt hier, der guckt sich das nur an. Natürlich, was macht er? Geradeaus. Nächstes Mal, oh ja, morgen aber, morgen, ja, ja, klar, morgen weiß ich das, morgen weiß ich das. Gleiche Stelle, geradeaus. Der hat das nicht gebacken gekriegt, dass er an diesen Kreuzungen rechts musste. Dann war der Einweiser zu sehr aufgeregt und hat gesagt, komm, runter da, jetzt fahre ich selber.
Und das war das Letzte, was wir von Christian gesehen und gehört haben. So soll es euch natürlich nicht ergehen, Leute. Deswegen habe ich ja diese Videos gedreht, die ganzen Linien, damit ihr das lernt. Und deswegen habe ich jetzt dieses Kurzvideo hier gemacht, damit ihr eben halt ein paar Tipps bekommt, wie ihr das machen könnt. Aber manchmal ist es halt so, von Kind an will jemand immer Busfahrer werden, stellt sich das alles so einfach vor. Alles klappt, aber tatsächlich mit den Linien hat er Probleme oder so, das passt dann nicht. Aber es heißt ja nicht, dass er dann nicht die Flinte ins Korn hat, da kann er sie woanders sich einsetzen, da kann er eine Leitstelle einsetzen, dann kann er irgendwas mit Fahrdienst machen oder in eine Werkstatt. Ja, mit Bus auf jeden Fall, immer was gibt es. So, ich zeige euch jetzt mal den Juri, den kennt ihr bestimmt noch, hatte ich mal gedreht. Ich habe mich auch gewundert, auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen. Spielerisch, mit Bildern, hat er sich seine Linienwege gemerkt. Was er dann gemacht hat, könnt ihr jetzt schauen. So Juri, du wolltest uns von deinem System erzählen, wie du alles einfach gelernt hast. Dann zeig uns das mal. Ja, also Leute, gibt es verschiedene Probleme bei Lernen. Die Leute macht kleine Zettel oder in den Kopf geht nicht rein. Oder eine will mit, das gibt es ein Programm in Handy, aber bei Handy, du darfst du nicht angucken, dass es verboten ist. Deswegen, du darfst bei Fahren nichts irgendwo gucken, nur Richtig. zu Hause. Aber mit Navi, da gibt es auch Linien nicht. Und ich habe eine Mappe. Das ist meine Methode, Entschuldigung mit Russe, aber ich habe immer mit Schule so gemacht. Ja. Und deswegen, wenn jemand wahrscheinlich kommt zu meiner Idee und findet es auch gut, dann ich zeige nur einfach, was bei mir. Also, Beispiel, egal welche Linie. Also, ich habe so Beispiel diese Linie so angemalt. Das heißt, Beispiel hier. Ja, ich sehe schon. 10:22 Kamen, Busbahnhof, dann bis Süd kamen, so, das ist, hier Beispiel, ich schreibe Kamen, Busbahnhof, dann geht weiter, dann male ich Kreisverkehr, nach Kreisverkehr geradeaus, dann zum noch Kreisverkehr, dann sehe ich schon Stadthalle, das heißt eine Brücke, habe ich gemalt und so weiter. Beispiel, hier sehen wir Ampel. Nach dem Ampel kommt Opel. Auf das Haus Opel, dann merkst du sofort, aha, dann muss nächste Straße und dann kommst du auf Zone 30 und dann geradeaus. Ja, und das dann, ist ja super. So, siehst du Beispiel, das ist noch ein Bahnhof, du musst zum Bahnhof kommen, dann drehst du, ich habe extra Pfeil und du kommst du raus so. Oder hier Beispiel, kommst du in einen Tunnel und dann zum Kreisverkehr und was ist noch wichtig, weil wir haben Plan genauso, Tourplan genauso wie dieses Format. Da liegst du in Mappe vorne. Richtig. Da siehst du. Wie Navi. Ja, wie Navi, aber siehst du groß und nicht so aufschreiben. Deswegen, Beispiel hier sieht man auch Tosjaus, Beispiel Tosjaus oder so. Moment. Ja. Ich habe noch Beispiel, hier Beispiel. Da sieht man noch besser. Hast du alle Linien, die kennst du, ja? Richtig. Beispiel 106. Ich weiß, dass es kommt ein Tunnel und dass es schmale Straße muss aufpassen, weil das ist so viel. Auto kommt Gegenverkehr und das ist Schule. Also ich habe extra für mich geschrieben so und so eine Skizze gemacht, wo Ampel, kleine Straße, von den Brücke muss rechts. So eine Zone 30 und so. Und so immer so XXL Grillbeispiel, muss rechts, dann Tunnel, Kreuzung. Ey, das ist ja super. Ja, wenn jemand so, Beispiel hier, Kanal, und unsere Kanal, ne Brücke oder Shell-Tankstelle habe ich so. Richtig. Also so mein Skizze. Ey, das ist ja super. Und fast jede, sagen wir so, jede, Beispiel hier, ich fahre nach, das ist Höfel, nach Hamhöfel, aber muss von Stockholm fahren, über Stockholm. Und das heißt Straße. Ey, und die dann kenne ich noch nicht mal, diese Linie. Kraftwerk steht, das sehen Sie, schon nach Kraftwerk muss links. Dann fahre ich und da steht kaputte Straße. Kaputte Straße, ja. Da muss mit kaputte Straße fahren. Dann weißt du, dass du richtig bist. T-Kreuzung, sehen Sie, T-Kreuzung, T-Kreuzung links. Und dann weiter geradeaus bis Haltestelle, Zentrum und so und so. Ey, und so. Das ist doch super, Juri. Ja, und hier steht am Ende Zopp. Ende. Ey, das ist also super. Jungs, das ist meine Mappe, wenn ich habe Probleme oder ich gucke Video, aber guckst du morgen abends Video, morgens stehst du dann auf die Straße, Verkehr, da musst du aufpassen. So Leute. Hast du direkt vor dir, dann kannst du sofort gucken. Für mich ist optimal, machst du auf,
legst du die Zettel vorne und dann siehst du mit Augen genau direkt Straße und dann siehst du genau, was kommt. Aha, Lidl kommt, Aldi oder Tankstelle oder so. So Leute, mir ist da noch was eingefallen, was ich damals in Koblenz gemacht habe. Hier habe ich das noch nicht gemacht. Hier sind die ein bisschen einfacher, die Haltestellen zu lernen. Ihr könnt zum Beispiel das Buch, was ich euch gerade gezeigt hatte, mit den ganzen Haltestellennamen, einfach mal, wenn einer euch das gezeigt hat, aber beim zweiten Mal seid ihr euch nicht ganz sicher, einfach mal mit dem privaten PKW mal die Strecken langfahren und gucken. Ne? Zur Not habt ihr noch eine Freundin oder jemanden mit dabei, der dann abhackt, da sagst du, ah, nächste Haltestelle ist das und das. Du sagst, ja, okay, okay. Dann ist man schon mal viel sicherer, als wenn man ganz blind fährt. Oder aber, ihr könnt einem Kollegen hinterherfahren, der vorne vorweg fährt, oben steht ja immer dran, hinten kann man das ja auch sehen, Linie 12, 13, je nachdem. Ihr macht euch das Buch auf und so wie er fährt, dann guckt ihr, könnt ihr auch lernen. Dritte Möglichkeit ist natürlich, ihr fahrt einfach mit dem Bus direkt mit, ne, und lasst euch hier, okay, da steht zwar manchmal, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal sprechen, entweder mit einem eigenen Kollegen oder mit einem, wenn ihr bei uns zum Beispiel die anderen Subunternehmer einfach mal mitfahren, auch den Fahrer vielleicht mal gar nicht belästigen, sich hier vorne hinsetzen, die Linienwege mal gucken, wie der fährt, vielleicht mal ein paar Stichpunkte, das ist auch eine Möglichkeit. Oder natürlich Google Maps oder. Es gibt so viele Wege, ihr müsst es nur wollen. Wenn jemand Linien lernen möchte, der kriegt das auch gebacken. Ja, so, weiter im Beitrag. So Leute, ich zeige euch das nochmal an Beispielen. Ich musste jetzt gleich die Amazon-Linien fahren. Dann kann ich hier hochscrollen, zum Beispiel hier diese Haltestellen, wer das ist. Und darüber geht es weiter, wenn man einfach mal draufklickt, dann geht es weiter. Und wenn irgendwo zum Beispiel hier Werner-Hermann-Löns-Straße, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, dann habt ihr wirklich ein Problem. Weil man kommt hier von der Ovelgönne und Hermann-Löns und beziehungsweise zu anderen, da muss man irgendwo rechts und links abbiegen. Und wenn man das dann nicht weiß, sieht schlecht aus. So, dann haben wir noch eine Funktion hier, Karte, also bei uns hier. Das benutze ich nie, habe ich noch nie benutzt. Mal gucken, ob da mir... da könnt ihr ungefähr sehen, wo die Haltestellen sich befinden. Allerdings zeigt er nicht direkt zum Beispiel rechts fahren, links fahren, ne? Man weiß ungefähr den Standort. Ich bin jetzt so ein bisschen weg, weil hier ist die offizielle Haltestelle Stadthaus. Ich bin hier ein bisschen an der Seite, das stimmt, das ist das Fahrzeug. Und das ist auf Echtzeit, wie gesagt, über GPS. Und da sind dann die einzelnen Haltestellen, eben halt, steht da oben da drauf, hier Werne Bahnhof und. Da kann man sich ungefähr dann merken, da muss ich links, da muss ich rechts. Werne Alternative. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid ein bisschen schlauer geworden, wie man eben halt Haltestellen sich merkt oder beziehungsweise die Linienwege. Aber am besten finde ich immer noch die Methode hier von Juri, habt ihr ja gesehen. Einfach mal Bilder malen und da braucht ihr nicht Buchstaben lesen, könnt ihr sofort sehen, wenn eine Brücke kommt, am Autobahnschild rechts, links, wie er das gemacht hat, sogar unter der Brücke, hat das mit Wasserfall und so gemacht, habt ihr ja gesehen. Oder wenn ihr andere Ideen habt, wie ihr das macht, ne, Beispiele, schreibt das doch einfach in den Kommentaren für diejenigen, die das vielleicht auf diese Weise sich auch lernen können. Das war jetzt meine Sichtweise von dieser Geschichte, wie ich das lerne. Ganz einfach ist natürlich für diejenigen, die hier bei uns im Raum Lünen und so unterwegs sind, einfach auf Busfahrschule OE bei Playlist VKO-Linien oder Schullinien eingeben. Und die habe ich ja schon alle abgefahren und die bestimmten Sachen, Merkmale und so euch auch noch im Video gezeigt. Wer das noch nicht kennt, einfach mal da oder da, irgendwo erscheint das gleich. Ich mache mal so, rechts, links. Ich habe Rechts-Links-Schwäche, habt ihr gesehen? Nein, Quatsch. Weil es verkehrt ist, weiß ich immer nie. Aber sehr wahrscheinlich ist das hier oben, wird das gleich erscheinen. VKU, Playlist, Linien. Da könnt ihr mal gucken. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oey. Ciao Leute.